Wir hatten ja nun das Privileg, am 7. Oktober den Festakt zu spielen. Und das war natürlich eine ganz ziemlich heiße Angelegenheit. Wir hatten nach Vormittag Generalprobe und ich bin nach Hause gefahren und dann mussten wir nachmittags zeitig genug da sein. Um 18 Uhr begann die Veranstaltung. Naja, und ich bin dann vom Alex gelaufen bis zum Palast. Naja, und da war natürlich schon eine Menge Polizei auf dem Bahnsteig überall. Und das war also eine ziemlich schlimme Sache. Und als ich da rankam, da waren schon Himmel und Menschen da. Gorbatschow war ja gerade zu der Zeit da. Und die riefen natürlich alle Gorbi, Gorbi. Und ja, nur hatte ich natürlich einen besonderen Ausweis, dass ich da durch konnte, durch den Himmel und Menschen. Und bin dann ins Palast. Im Foyer waren ja die großen Scheiben zur Spree hin. Da konnte man also alles sich anschauen. Natürlich hatte jeder, will man nicht sagen, keine Angst oder so, aber klar, schon weil wir da immer weggescheucht wurden im Foyer von den großen Scheiben. Wir wollten das ja nur auch sehen und haben es ja auch hautnah mitgekriegt. Nicht? Und das sollte eben nicht sein, dass wir wurden da also nicht. Ja, und da war die Stimmung natürlich nicht so besonders. Naja, und dann ging die Sache los. Konnte man ja sehen, oben die ganze Politprominenz, die alte Garde. Honecker ließ die DDR eben hochleben. Ein Glas Sekt, nicht? Aber das war's dann wohl auch. Er hatte keine große Rede gehalten. Gorbatschow, der ist dann bald verschwunden. Das war das zu Ende, der Festakt, und dann hatte sich auch alles wieder verlaufen. Ich denke dann, sind ja alle wieder weg. In der Zeit haben die wahrscheinlich die Menschen alle dann verscheucht oder sogar eingefangen oder einige mitgenommen. Nicht? Es war jedenfalls alles wieder leer. Also ich kann mir das anstecken, dass ich zum Untergang der DDR gespielt habe. Die Titanic, das große Schiff 1912, ist ja auch gesunken und die Musiker sind auch mitgesunken. Ja? Die haben da auch gespielt, aber ich bin nicht mitgesunken. Ich bin am Leben geblieben.